CSU-Chef Söder fordert massive Förderungen für Elektroautos. Sollte die Union bei der Bundestagswahl gewinnen, möchte er einen Autoplan aufstellen. Eine neue E-Mobilitätsprämie, zügigen Ausbau der Ladeinfrastruktur und die Einführung eines vergünstigten Ladestrumpreises für E-Autos sollen Teil dieses Plans sein. Außerdem hofft Söder, mit steuerlichen Anreizen neue Impulse bei der Nachfrage setzen zu können. Der Markt für Elektroautos ist im vergangenen Jahr hierzulande massiv eingebrochen, nachdem die Ampelkoalition die Kaufprämie für Kunden gestrichen hatte. Darüber aber so ein bisschen eigentlich auch die Gesamtlage in der Branche möchte ich sprechen mit Simon Schütz vom Verband der Automobilindustrie. Er ist der Pressesprecher. Schön, dass Sie hier sind. Gesundes neues Jahr erstmal. Schönen guten Morgen und auch Ihnen alles Gute und Liebe für 2025. Dankeschön. Fangen wir mal mit der E-Mobilitätsinitiative von Markus Söder an. Ist das etwas, worauf die deutschen Autohersteller, die in E-Mobilität investiert sind, vorbereitet wären? Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall gut, dass die Politik sich endlich mit dem Thema beschäftigt und wirklich überlegt, was kann man jetzt tun, damit der Absatz steigt. Gleichzeitig sagen wir, es braucht jetzt keine Strohfeuer, sondern langfristige Maßnahmen. Was zum Beispiel ein sehr guter Ansatz ist, ist dieses Ladestrompreis, den günstiger zu machen. Denn es kann nicht sein, dass Tanken immer noch günstiger ist als Laden. Das müssen wir ändern. Alles andere, da plädieren wir dafür, es muss um die grundsätzlichen Rahmenbedingungen gehen. Ja? Kurzfristige Sachen, das hält jetzt auch viele Menschen davon ab, ein E-Auto zu kaufen, weil sie sich denken, was kommt denn jetzt? Das ist die eine Sache, da muss man schnell entscheiden. Aber es geht um das große Ganze. Wir wollen hier wieder günstiger und langfristiger produzieren. Dafür braucht es günstigere Energie, weniger Bürokratie, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Also die Liste für den Standort und die Wettbewerbsfähigkeit ist lang und auch die ist der Politik bekannt. Aber der Punkt ist ja, wir sind ja nicht alleine. Wir gehören zur EU, wir sind da mittendrin in einem großen Markt. Wie frei können wir da agieren? Also ich glaube, das ist das große Ding bei dieser Sache, dass die EU natürlich diese großen Ziele gesetzt hat bei der E-Mobilität, aber nicht wirklich nachhält, wie man diese Ziele erreichen kann. Wenn es beispielsweise Ladeinfrastruktur, wir beschweren uns ja schon in Deutschland darüber, wie wenige Ladepunkte wir haben. Wenn man das mal in Europa sieht, ja, da ist das ganz anders. Also ganz Griechenland hat halb so viele Ladepunkte wie die Stadt Hamburg beispielsweise. Ja. Das sind ganz andere Dimensionen. Aber es braucht den großen Hochlauf. Dafür muss es jetzt, was Energiepreise und so weiter angeht, wirklich nach vorne gehen. Und wir müssen die Menschen natürlich auch von E-Mobilität überzeugen. Zu viele sind noch zurückhaltend und andere Länder zeigen ja auch, dass das geht, Beispiel Norwegen. Wenn Sie über den Verband so ein bisschen hinausschauen und Sie sagen, viele müssen erst noch überzeugt werden, ist ein Punkt mit Sicherheit die Ladeinfrastruktur. Aber ist ein weiterer Punkt vielleicht auch das, was an Modellen von deutschen Anbietern angeboten wird im Vergleich zum, nehmen wir mal, ich glaube, Renault ist eines dieser Unternehmen, die mit ihren E-Autos wirklich vorne wegfahren, dass man da einfach im Markt noch nicht mithalten kann? Also in Deutschland selbst sind wir ja bei der E-Mobilität führend. Die meisten E-Autos, die in Deutschland verkauft werden, kommen von deutschen Herstellern. Aber ja, wir haben natürlich auch den Anspruch, immer besser zu werden, noch digitaler, noch klimaneutraler bei unseren Produkten. Und viele Hersteller haben ja jetzt auch für die kommenden Jahre noch mal ganz klar eine Produktoffensive angesetzt, auch mit günstigeren Modellen. Das ist ja auch das, was Verbraucherinnen und Verbraucher immer fordern. Aber jetzt gibt es Modelle, die angekündigt sind für unter 30.000, dann für unter 25.000. Und dann schrittweise wird man merken, dass die Leute davon auch überzeugt werden. Und man kennt es auch selbst aus dem Bekanntenkreis, wenn mal jemand mit einem E-Auto unterwegs war, die Leute sind begeistert. Diese Anfangsskepsis wird dann schnell überwunden und ich glaube, die Geschichten müssten wir auch mehr erzählen. Schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf die Arbeitslosenzahlen im Hinblick eben auch auf die Autobranche. Da haben wir in den vergangenen Monaten Hiobsbotschaften einige gehabt. Was erwarten Sie vom Verband? Was wird da in den nächsten 12 Monaten passieren? Das ist ganz entscheidend, wie es jetzt in Brüssel und auch in Berlin weitergeht. Fakt ist, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, mit dem Wandel zur Elektromobilität gehen bestimmte Jobs verloren. Das liegt einfach daran, dass man da teilweise andere Prozesse hat und bestimmte Jobs nicht mehr gebraucht werden. Aber wir haben ja ganz viele neue Felder, ob autonomes Fahren, diese ganze Digitalisierung und auch im Elektrobereich. Das heißt, wir sind bei Forschung und Innovation auch ganz oft führend, aber bei der Umsetzung, wo das Ganze produziert wird, das ist dann oft in anderen Ländern und das liegt wieder an den Standortbedingungen. Wenn wir hier in Deutschland die Jobs der Zukunft schaffen wollen, dann braucht es jetzt diese Standortbedingungen, damit Unternehmen sagen, wir investieren hier und schaffen hier auch neue Jobs. Da muss es jetzt eine Trendwende geben, weil zuletzt liefen die Investitionen eher ab in andere Länder international und wurde nicht mehr hier investiert, weil es sich einfach nicht mehr lohnt, weil es nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Und da sind Berlin und Brüssel jetzt gefragt mit einer ganz klaren Standortoffensive. Das muss Top-Priorität sein, in Berlin als auch in Brüssel. Können Sie 2, 3 Punkte nennen, wenn es um Standortoffensive geht, die wirklich crucial entscheidend sind für die deutschen Autobauer? Energiepreise beispielsweise. Also wir sind hier 4- bis 5-mal teurer, was Strom- und Gaspreise angeht, als in den USA oder in China.
Bürokratiebelastung. Der Mittelstand, der ächzt unter dieser Last der Bürokratie. Das können die teilweise gar nicht mehr schultern. Und eben auch Steuern, Abgaben und so weiter. Da sind wir traurigerweise bei den Rankings ganz oben. Bei allem anderen sind wir bei den Rankings eher unten. Also das muss einmal umgekehrt werden. Und beim Standort müssen wir einfach wieder dahin kommen, dass Leute sagen, dass Unternehmen sagen, wir wollen in Deutschland investieren. Weil wir haben hier tolle Leute, wir haben tolle Fachkräfte, wir haben tolle Innovation, tolle Forschung. Das müssen wir nutzen und das Potenzial jetzt auf die Straße bringen. Herr Schütz, danke schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank Ihnen.